Die heißen Quellen und auch die kleine georgische Stadt Sukhti haben wir hinter uns gelassen. Jetzt ging es wieder in die Berge, in den hohen Kaukasus. Wir wollten nach Mestia und in das rustikale Örtchen Ushkuli radeln. Doch plötzlich stand um 1 Uhr morgens angeblich die Polizei vorm Zelt. Was war hier eigentlich los? Was zur Hölle los, Mann? Hier sind einfach ein paar Leute aufgetaucht, oh Gott. Mit ihrem Auto Vollgas unser Zelt leuchten. Erzählen sie dann von der Polizei oder was weiß ich was alles. Ein kurzer Flashback und wir fühlten uns wieder wie in Marokko, wo wir um das Atlasgebirge herum fast täglich von der Polizei aufgehalten wurden und Begleitschutz hatten. Man kann jetzt leider nichts erkennen, jedenfalls steht da draußen jetzt ein Auto. Laut den zivilen Polizisten war dieser Ort überhaupt nicht sicher. Er lag zu nah am abtrünnigen Abchasien und hier gäbe es wohl Räuber. Wir sollten weitere 10 Kilometer auf der unbeleuchteten Bergstraße radeln. Aber es war weit nach Mitternacht, wir waren müde und mussten erst einmal zusammenpacken. Mit den Rädern würde es bis zum vermeintlich sicheren Ort viel zu lange dauern. Und dann konnten wir plötzlich doch bleiben, wo wir waren. Und ein armer Tropf musste die Nacht über bei uns bleiben. Guten Morgen. Es ist gerade 8 Uhr, sowas um den Dreh rum. Wir sind total verschlafen, voll müde. Das ist krass, ey, gestern Abend. Wir hoffen mal, dass die nächste Nacht heute besser wird, dass wir da wieder in Ruhe schlafen können, dass wir da einen sicheren Platz finden. Ja, und jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und ja, habe ich schon erwähnt, hier gibt es auch viele Ameisen. Ja, gratis Protein. Proteinsnack. Also, wir melden uns später. Also ich habe da so eine Theorie, warum in Georgien die Wolken immer so an den Bergen hängen. Das sind sogenannte Sicherheitswolken. Die werden dort gezielt gewolkt, dass die Radfahrer, die die Berge hochfahren, quasi vor dem Anblick der 4000 Meter Berge geschützt sind und somit keinen Schlag kriegen und Angst haben, dann da hochzufahren. Weil bis jetzt sieht alles so aus, als wäre es gleich da vorne zu Ende. Und das ist es halt einfach nicht. Es ist super steil und super hoch. Ja, genau. Deswegen werden dort die Wolken gezielt gewolkt. Geht los. In den hohen Kaukasus. Wir haben uns bis jetzt 300 Meter erkämpft. Und es folgen noch 6500. Allein bis Ushkuli. Ja, da vorne düst schon die Merli. Hinter dem Auto. Die Muku, ja, da kommt sie raus. Also für uns beginnt jetzt hier der Spaß so richtig. Weil jetzt geht's steil hoch. Der letzte Fluss hier so, oder der Fluss, den wir folgen. Es ist super neblig, Georgien ist mega feucht. Wir hatten bis jetzt keine Nacht ohne Regen. Was aber nicht schlecht ist. Ist schön, ist angenehm. Es ist nur ein Problem, dass unsere Klamotten langsam schimmeln. Wir müssen die ständig lüften. Hier in Georgien ist es weitestgehend christlich alles. Ich habe zumindest noch keine Moschee gesehen. Und was ganz interessant ist, vielleicht sieht man es, hier neben diesem Mini-Altar oder sowas, da steht ein Bier. Und auch für Tote oder sowas tut man kleine Gaben, so wie man es in Thailand macht, so ein Limo oder sowas neben das Grab. Und was macht man? Um die Toten irgendwie zu ehren oder sowas. Wir haben das schon mal in Thailand gehört. Und hier ist es anscheinend auch so. In Thailand tut man auch Geld dazu und so. Oder kleine Snacks, so Hanuta-artige Waffeln und so Zeug. Und hier durchaus Bier, Cha-Cha und angetrunkener Wein, haben wir auch schon gesehen. In Georgien leben etwa 3,7 Millionen Menschen. 60% der Bevölkerung wohnt in Städten und 40% auf dem Land. Im Jahr 337 wurde das Christentum in Georgien zur Staatsreligion erklärt. Etwa 75% der Georgier gehören also der orthodoxen Kirche an.
der georgischen orthodoxen Apostelkirche. Super hardcore. Es klebt alles und es regnet, aber es ist trotzdem 30 Grad. Aber man kriegt trotzdem Gänsehaut, wenn der Wind geht. Ein bisschen dehnen. Also wir fahren hier schon eigentlich durch die Wolken. Es ist schon beeindruckend. Richtig schön. Aber ziemlich tough. Also hier hat 100% Luftfeuchtigkeit. Ich bin in einer Wolke. Wow, oh, unglaublich. Das, was man sonst aus dem Flugzeug sieht und schnell durchfliegt, da stehe ich jetzt drin. Aber ich kann leider nicht drauf rumspringen und was man sich so immer vorstellt, wie so Watte. Also dieser rote Zippel, der da reinhängt, ist der Regenschutz des Mikrofons. Boah, ich schwitze und klebe. Die eine Hälfte ist Schweiß, die andere Hälfte ist der Regen. Wahnsinn. Die Sicht sind jetzt noch vielleicht 10 Meter, das war's. Ich bin richtig in der Wolke. Hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine sehr verehrten Radreisefreunde. Freunde der Quälerei, wir sind auf 730. Mittlerweile hat sich der Nebel leicht verzogen. Und wir haben jetzt gerade ein paar Russen getroffen am Straßenrand, die so einen Unimog gefahren sind und am Saufen waren. Und die haben gesagt, es geht jetzt angeblich gleich ein bisschen bergab. Das wäre ja mal ganz schön. Aber das Blöde ist, es ist ja noch lange nicht zu Ende. Na, oder das Gute eigentlich, weil es geht ja gleich wieder bergauf. Ihr seht, wie ich schwitze. Das fordert seinen Tribut und wir hoffen, dass wir irgendwo eine Wasserstelle finden. Dann können wir wenigstens den Kopf waschen und dann Mittagessen. Ja, für uns ist es Mittagspause. Wir sind jetzt hier auf 750 oder so angekommen. Haben uns ein paar Leute reingewunken und gesagt, hey, könnt ihr doch sitzen und so, wenn ihr schon Pause macht. Und es ist echt schön hier. Super klasse. Ja, wir haben gerade Wein gekriegt. Also, wir sitzen hier am schönen Aussichtspunkt und es gibt Tomaten, Gurken, Tahin, Salz, Pfeffer, dazu Käse und heute sogar Wein. Der nette Herr kam gerade um die Ecke. Wie geht's? Wein, hat er gesagt. Wieso? Da? Geht um die Ecke, kommt wieder. Schüttet uns doch mal 2 Gläser georgisch voll. Ja, genau. Und die gebe ich jetzt. Ja, die Bude leer gemacht. Ja, die Bude leer gemacht. Ausblick hier, super. Gauma Chos, ich weiß Gauma nicht, wir Chos, müssen das irgendwas. Prost Wort auf Georgisch. lernen. Oh, ist der gut. Wow, der hat so eine süße Note. Der ist gut. Leute, wenn ihr in Georgien seid, probiert selbstgemachten Wein. Ja, Mittagspause ist rum. Jetzt fahren wir in diesem Stausee entlang. Und dann geht es gleich wieder bergauf. Natürlich regnet es wieder. Gerade war es schön, jetzt regnet es wieder. Erinnert uns ein bisschen an unsere Alpenüberquerung. Es ging weiter fröhlich bergauf. Kein Wunder, denn fast 90% des Landes ist bergig. Die Region, durch die wir hier gerade radeln, wird Svanetien genannt. Sie zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Georgien wegen der unfassbar schönen Natur, der weitestgehend unberührten Berglandschaft und der besonderen Architektur der Bergdörfer. Wir fahren im hohen Kaukasus, Wahnsinn! Und hier neben uns, in unweiter Tiefe da, in weiter Tiefe, in tiefen Unweiten, wie auch immer, ist der Fluss. Und es geht jetzt immer weiter, bis vielleicht da oben oder so. Also hier wird Honig hergestellt. Er macht es selber. Das haben wir schon die ganze Zeit gesehen am Straßenrand, immer wieder diese Bienenkästen und alles. Und ach süß, jetzt kriegen wir ein paar Muschmuller. Muschmuller. Thank you. Thank you very much. Melli! Muschmuller! Ganz schön was los hier, hey. Der Inguri-Stausee ist 37 Kilometer lang. 1988 wurde die 271 Meter hohe und 750 Meter lange Staumauer gebaut, um mit Hilfe der Wassermassen Energie zu gewinnen.
Das Wasserkraftwerk produziert jährlich etwa 4,5 Milliarden Kilowattstunden, was 40% der georgischen Stromproduktion ausmacht. Das Stauwerk wird von Georgien und Abchasien gemeinsam betrieben. Abchasien ist eine der abtrünnigen Regionen, die sich von Georgien lossagte, international aber bis heute nicht als unabhängig anerkannt wurde. Zeltplatzsuche, Leute. Es ist nach 5. Das heißt, Zeit für Zelten. Ich bin jetzt hier so einen Feldweg lang, ab von der Straße. Und fiese Kaukasusstraßen hier, also keine Straßen, sondern fiese Kaukasusfeldwege, also keine Feldwege, sondern also fiese Superstein-Sachen. Wir machen jetzt hier unten schön chilling, da das ist super, da knallt auch morgen für die Sonne hin, dann wird es wieder trocken. Bis jetzt regnet es jede Nacht im Kaukasus. Und genau, Wasser haben wir auch, das ist ein 1A-Zeltplatz hier, also wirklich toll. Wir sind im hohen Kaukasus und haben einen Platz gefunden, und zwar gleich am Wasser. Das Zelt steht schon, die Melli wäscht gerade Wäsche und natürlich ohne Seife. Wenn Melli Wäsche wäscht, sieht das dann so aus. Ja, genau, so wie früher. Und ja, das Wasser ist super kalt, Melli war schon baden. Ich mache das auch gleich. Hier haben wir rechts von uns so eine tolle Tischstelle. Die Jugendlichen kommen wohl hierher zum Kiffen, so wie das aussieht. Ich kann euch das mal zeigen. Hier ist so eine Pepsi-Flasche, die ist oben abgesägt. Man hat uns erzählt, man tut dann da so ein Aluminiumstückchen auf diesen da wo der Deckel eigentlich sein sollte, und zieht es dann vom Wasser hoch. So ist dann der Rauch bildet, ja, keine Ahnung. Ziemlich widerlich, glaube ich. Wie auch immer, wir machen vielleicht heute noch mal einen Livestream, weil wir immer noch eine Woche unlimited Internet haben. Und außerdem machen wir jetzt gleich Lagerfeuer, und zwar mit unseren Versicherungspolice-Papieren aus der Türkei. Das ist nicht richtig viel. Und das fackeln wir jetzt alles gleich ab. Dani macht Feuer. Weil hier sind ziemlich viele Mücken. Und die vertreiben wir mit dem Rauch. Und Lagerfeuer ist immer schön. Also trockenes Holz gibt es hier einen Haufen. Da ist extra ein paar Blätter mit rein, dass es jetzt schon mal ein bisschen dampft und stinkt, weil die Mistbiester hier, die fliegen hier überall rum. Und ja, das Geheimnis von dem Feuer ist einfach nur super viele kleine Mini-Hölzlein, und dann würde es auch gleich abgehen. Das Geheimnis von dem wartungsfreien Feuer ist meiner Meinung nach, wenn man es von vornherein gleich richtig schichtet, weil dann brauche ich es noch einmal hin tun und dann kann ich mich um andere Sachen kümmern, das Zelt aufbauen oder was auch immer. Dann muss ich die ganze Zeit gucken, dass es noch brennt. Und ich schichte das ganz gerne, also erstmal in der Mitte natürlich, dass es anfängt, und dann kann man so und so, wie früher bei diesen Bauklötzchen-Türen, was man als Kind gespielt hat, wo man die Dinger mal rauszieht, das quasi aufschichtet. Und wir sind jetzt hier ein bisschen am Hang. Also muss man das ein bisschen ausgleichen, aber im Endeffekt nehme ich jetzt immer wieder Stöcke, die ich so aufschichte. Und das ist natürlich nicht die einzige Art, wie man es machen kann. Ja, es rollt leider ein bisschen weg, also steht ein bisschen Stein oder so, dann geht es auch. Und natürlich mal gucken, dass das kleine Feuer nie ausgeht, da kommen jetzt wieder kleine Sachen rein. Und dann schichtet man es so hoch. Immer wieder da drauf, schauen, dass das nicht erstickt, und dann wieder so. So, und der zieht jetzt richtig gut, dass es raucht, ist gewollt, weil hier ein Haufen Mücken sind. Ich will jetzt richtig Rauch erzeugen, damit ich mich hier oben ohne fortbewegen kann, ohne völlig ausgesaugt zu werden. Da ist noch ein paar da drauf, und dann kümmere ich mich um andere Sachen. Und jetzt wieder so und so und so. Wir haben ja immer noch unser lustiges Livestream-Projekt hier am Laufen, das so zufällig entstanden ist, weil wir halt mal unlimited Internet haben. Und normalerweise mangelt es uns an Strom ja nicht. Im Moment ist es ein bisschen diesig, was Solar angeht, ist ein bisschen scheiße. Ich hoffe, morgen können wir die Powerbank wieder voll machen.
Da haben wir uns heute ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil wenn es nicht klappt, sind wir am Arsch. Aber es wird schon. Wie auch immer. Wer den Livestream geguckt hat, weiß, dass ich auf den Baum geklettert bin. Damit ich das Handy, boah, ist das anstrengend, hier geht es echt steil bergauf, ganz weit nach oben krieg, damit wir tollen 4G-Empfang haben. Weil wir ja hier neben dem Tunnel ganz unten zelten. Und da unten gibt es kein 4G. 4G gibt es nur in der Straße. Und ich will ja auch nicht, dass ein Auto anhält und sagt, da liegt ein Handy, super, und weiterfährt. Und ja, nachdem das erste Handy platt gefahren wurde, nein, das erste Handy wurde in Marrakesch geklaut. Das zweite Handy wurde platt gefahren vom LKW und das dritte ist jetzt das hier auf dem Baum. Und deswegen bin ich ganz hochgeklettert, damit es ja keiner kriegt. Guck mal, da oben ist es. Und da ging die ganze Zeit, boom, hier 7 Megabyte pro Sekunde, wie viel auch immer, in die Welt, aus dem Kaukasusgebirge. Ich meine, guckt euch das mal an, wie cool das ist, wie das hier aussieht. In Deutschland kriege ich keine 4G-Empfang in so einer Gegend. So, jetzt geht's wieder runter. Dann gibt's Abendessen und dann gehen wir ins Bett. Moin moin. Es ist jetzt ein paar Wochen später, seitdem ich das letzte Mal die Koffer gemacht habe, und jetzt ist es wieder soweit. Dieses Ende ist undicht geworden, kommt Benzin raus. Also muss ich jetzt das Ding wieder rausholen und dann einen neuen Fahrradschlauch außenrum wickeln, wieder reinschieben und hoffentlich passt dann alles. Natürlich reinigen und. Da unten haben wir gestern geschlafen und ich bin da gerade hochgefahren. Und deswegen kann ich die Kamera auch nicht ruhig halten, weil das Herz so klopft. Es sieht schon super schön aus hier. Ja, wie läuft's bei dir? Power Mini? Ich bin hier gerade am Wald vorbei, der recht nah an der Straße ist hier oben. Und angehalten, weil es hier nach Wald riecht. Riech mal! Was ist denn da drüben? Oh, das letzte Mal habe ich das in Belgien gerochen. Echter Wald. Wow. Ich glaube, es ist ein bisschen gruselig. Wir fahren hier jetzt in das letzte Dorf, bevor die Straße aufhört. Also auf der Karte ist danach keine schöne orange Straße mehr aufgemalt, sondern irgendwas anderes Weißes, Kleines. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Wir werden jetzt hier nochmal essen, gucken, ob wir noch was kaufen müssen, und dann geht es so richtig in den hohen Kaukasus rein. So, bis jetzt alles nur so ein bisschen warm fahren. Ja, aufgrund der ganzen Livestream-Aktionen und der schlechten Sonne ist unser Strom ein bisschen. Also, wir haben schon einen Strom. Wir hatten Strom für bestimmt noch eine Woche oder sowas. Aber ja, wir laden jetzt trotzdem hier mal kurz die Sachen auf, damit wir noch mehr Livestreamen können. Also habe ich Benzin gekauft. Ich glaube, das ist mit Wasser gestreckt. Das ist so ein bisschen nicht farbig. Aber wahrscheinlich ist es auch nur mit Farbstoff versetzt bei uns, keine Ahnung. Jedenfalls ist es Mittagessen und dann geht's weiter. Melli hat gerade einen Sticker angebracht. Bei uns geht's nämlich jetzt nach rechts. Nach Mestia. Und ab hier ist auch diese schöne orange Straße vorbei. Hat dir dieses Video und der Livestream gefallen und sollen wir das öfter von unterwegs aus machen? Schreib einen Kommentar und unterstütze uns gerne dabei, mobiles Internet dafür zu besorgen. Die Links zu PayPal oder einer Mitgliedschaft findest du in der Videobeschreibung. Vielen herzlichen Dank! Sei gespannt auf die nächste Episode, denn dann radeln wir tiefer in das Herz des wilden, hohen Kaukasus.